Ja, ich bin Violetta, ich bin 43 Jahre alt und Mama von 3 Kindern. Alles hat angefangen 2013 mit einer Routine-OP im Ellbogen. Es ist alles schief gelaufen, ich wurde operiert. Ich habe bei der OP alles gespürt, wie die schneiden, wie die zumachen und ja, also ich habe richtig Trauma da erlebt in der OP, habe richtig geweint und habe nur gewartet, bis die fertig sind. Nach der OP wurde nicht besser, es wurde nur schlimmer. Die Schmerzen und die Verfärbung meiner Finger, die waren ziemlich ja, stark. Ich konnte meine Finger nicht mehr bewegen, also ich habe meine Hand überhaupt nicht mehr gespürt. Ja, ich habe das alles meinem Arzt geschildert nach der Operation, aber ja, er sagte, das ist normal, es wird schon und das ist normaler Verlauf nach der OP. Ja, man glaubt und ja, man vertraut auch den Ärzten. Mein Zustand hat sich überhaupt nicht verbessert. Ja, es ist nur zu Verschlechterung gekommen. Deswegen so viele Operationen, 83 OPs in dieser Zeit. Alles ja, wegen der einen OP. Man hat alles Mögliche ausprobiert, man hat alles versucht, aber es wurde nicht besser. Es ist nur schlimmer geworden und 2019 ja, war mein Zustand so kritisch, dass ich kurz schon von Sepsis stand. Und ja, die letzte Lösung war nur die Amputation. Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, ich war ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, weil ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich mich jahrelang versteckt mit der erkrankten Hand. Die war ziemlich blau und sehr starke Schmerzen hatte ich die ganze Zeit. Das war nicht mehr zum Aushalten. Dann, als ich Termin bekommen habe für die Amputation, dann habe ich das irgendwie als zweite Chance gesehen. Und als die Amputation stattgefunden hat, muss ich sagen, ich bin mit ein Lächeln gegangen ins Krankenhaus, weil ich wusste, es wird alles gut. Und ja, das war auch so. Und ja, nach der Amputation muss ich sagen, war ich glücklich, dass ich es aufgewacht bin nach der Amputation. Ja, und dann, als ich im Zimmer war, als die Krankenschwester mich abgeholt hat und ins Zimmer gebracht hat, hat meine Familie schon auf mich gewartet und dann habe ich mir so gedacht, ja, hast du endlich jetzt geschafft, es wird alles gut. Ich war ein bisschen erleichtert, als der Arzt zu mir gekommen ist, der mich operiert hat, sagte, ja, Sie haben ein Lächeln im Gesicht. Da haben wir alles richtig gemacht. Ja, es war ziemlich erst am Anfang sehr schwierig für mich. Ich musste das erst akzeptieren, aber die erkrankte Hand war weg und ich habe das wirklich als zweite Chance gesehen. Und ja, das habe ich auch genutzt. Als ich dann später zu Hause war, habe ich ganz viele Physiotherapie, Ergotherapie gemacht. Ja, es musste ich mich auch dran gewöhnen. Ja, da ist jetzt gar nichts. Meine erkrankte Hand ist weg. Dann hat die Krankenkasse mich angerufen und hat mir ein paar Adressen gegeben, dass ich eine Versorgung bekomme. Und so habe ich eine Firma gefunden, die habe ich kontaktiert. Da war ein ganz netter Mitarbeiter am Telefon. Sofort haben wir einen Termin ausgemacht. Dann ist er zu mir gekommen, hat ein paar Prothesen mitgebracht. Ja, dann habe ich mir eine Prothese ausgesucht und ja, das ist schon mein dritter Schaft und ja, ich war sofort verliebt, muss ich sagen. Und ja, ich bin sehr begeistert und jetzt präsentiere ich euch, wie ich die Prothese überhaupt anziehe. Da gibt es auch zwei Sensoren drin, auf der linken und auf der rechten Seite. Und ich benutze auch immer den Beutel, weil ohne den Beutel komme ich überhaupt nicht rein in der Prothese. Es ist nicht so einfach. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mich immer nicht so getraut, die Prothese anzuziehen, weil ich dachte, ich komme überhaupt nicht aus der Prothese raus. Und ja, aber mittlerweile muss ich sagen, geht es schon besser.
Es ist schon anstrengend, jeden Tag die Prothese anzuziehen. So. Da habe ich, ja, da befindet sich ein Akku und ein Knopf, den muss ich anmachen und dann geht es die Prothese an. Aber dazu muss ich meine Muskulatur bewegen, auf der linken und auf der rechten Seite. Es gibt 10 verschiedene Griffmuster bei der Prothese, aber das muss ich alles mit meiner Muskulatur steuern. Ja, das ist dann, wenn man was zeigen möchte, funktioniert gar nichts. Muss ich nochmal ausmachen, dann machen. So. Ja, dann präsentiere ich euch, wie ich Glas mit der Prothese festhalte. Das ist der Griff. Und so, damit will ich was trinken. Das ist schon ein bisschen Erleichterung im Alltag. Und ja, es gibt verschiedene Griffmuster, wie zum Beispiel, gerade habe ich euch gezeigt mit dem Glas. Wenn ich langsam zumache und langsam wieder dann aufmache, kann ich mir Messer reintun. Also es gibt, wie ich gesagt habe, 10 verschiedene Griffmuster. Aber das zeige ich euch in den kurzen Videos. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running. Es ersetzt nicht meine echte Hand, aber es ist ein Hilfsmittel und ich muss sagen, ohne die Prothese, das ist, ja, das gehört zu mir und ja, also ich habe mich schon dran gewöhnt und wenn ich die Prothese nicht tragen kann, weil ja, OP ist oder ne, wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, ja, es fehlt was im Alltag. Ja, wie habe ich angefangen mit YouTube? Ja, also das war ja, witzig. Also für mich war das sehr lustig. Mein Sohn hat heimlich ein Video hochgeladen und erst haben wir mit TikTok angefangen und danach mit Instagram und danach erst mit YouTube. Ja, und dann ging das viral. Ja, und dann gab es dann zweite Video und dann dritte Video und so sind wir reingekommen. Das macht mir viel Spaß, die Videos zu drehen und die Unterstützung habe ich von meinem Sohn. Letztes Jahr erst richtig mit YouTube angefangen und das habe ich als Belohnung bekommen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Ohne euch würde ich das, glaube ich, auch nicht schaffen. Also danke für eure Unterstützung und ich hoffe, dass wir weitermachen und ja, für mich ist Aufgeben keine Option und das hilft mir ein bisschen, meine Schmerzen zu vergessen, wenn ich die Videos drehe. Das macht mir ziemlich viel Spaß. Ja, in Zukunft möchte ich noch viel mehr machen, also noch andere lange Videos. Ja, könnt ihr mir schreiben unter Kommentaren, was möchtet ihr sehen und ja, das hilft mir dann ein bisschen, dann kann ich mir ein paar Gedanken machen, was kann ich euch zeigen und ja, also ich freue mich und ich hoffe, dass das Video, was ich jetzt gedreht habe, euch gefällt und wenn ihr noch andere Ideen habt, was ihr noch ja, sehen möchtet, dann einfach schreiben und ich werde das umsetzen und ja, bis bald. Tschüss.